Wunderschön ist die Seenlandschaft im Osten Deutschlands. Fahren Sie mit. Willkommen auf der Havel. Und ein Fahrrad ist auch mit dabei, um die Gegend zu erkunden, wenn das Hausboot angelegt hat. Und das ist der Plan. Wir erkunden das Havelland nahe Berlin und fahren über 3 Seen, die miteinander verbunden sind. Wir starten nahe der Gartenstadt Werder. Später geht es mit dem Fahrrad nach Kaputh und wir besuchen die Belitzer Heilstätten. Das Havelland hat nicht nur eine wunderschöne Natur, sondern auch eine prächtige Gartenkultur, die reich ist an kulinarischen Genüssen. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Urlauber hier auch die köstliche Seite der Region lieben lernen. Wir besuchen idyllische Herrenhäuser und auch das Haus, in dem Albert Einstein vor seiner Emigration lebte und arbeitete. Welche Industrien haben das Havelland früher geprägt? Und so mancher touristischer Hotspot hat hier eine überaus interessante Vergangenheit. Spannend! Wasser, Wiesen und Wälder kann man hier genießen. Kommen Sie mit, wir fahren für Sie mit dem Hausboot auf der Havel. Los geht's! Im Yachthafen von Werder werden wir gleich anlegen, aber das dauert noch. Ja, Käffchen oder? Ja? Gut, mach ich dir. Wir haben Steffen als unseren Skipper mit an Bord. Zwar dürfte ich sogar ohne offiziellen Bootsführerschein so ein Hausboot steuern. So geht's direkt viel besser, ne? Aber zu zweit ist es einfach netter auf so einer Reise. Außerdem hat Steffen versprochen, mir ein paar Grundkenntnisse während der Reise beizubringen. Ja, guck mal, die winken sogar. Schon nach kurzer Zeit merkt man, das Havelland schauen sich viele vom Wasser aus an. Ob mit dem Ausflugsboot, dem Hausboot oder dem Kanu. Es gibt übrigens eine Menge Wasserwanderkarten und ausgearbeitete Tourenvorschläge, die man hier studieren kann. Unser erstes Anlegemanöver hat es dann auch gleich richtig in sich. Richtig rüber. Warte mal kurz, nehmen wir hier das Ende, bevor es uns richtig rumdreht. Der ist bei Wind halt ein bisschen tricky. Windstärke 4 meint Steffen, mindestens. Okay. Zeit für eine Tour rund um die Gartenstadt Werder. Die Stadt Werder, jedenfalls ihr alter Kern, ist eine Insel im Fluss. Rundherum ist überall Wasser. Die neugotische Heiliggeistkirche überragt alles in der Altstadt. Sie ist das Wahrzeichen des Ortes. Die meisten Fischerhäuser, die hier noch stehen, stammen aus dem 17. Jahrhundert. Doch nicht die Fischerei, sondern der Wein- und Obstanbau brachten der Stadt den Wohlstand. Die idyllischen Gebäude erstrahlen heute wieder in neuem Glanz. Seit über 140 Jahren wird in Werder die Obstblüte gefeiert. Eine Woche lang im Frühling findet das sogenannte Baumblütenfest statt. Mit Baumblütenfestumzug, Obstweinverkauf und Blütenkönigin.
Ein Obstbauer hatte 1879 die Idee, zahlungskräftige Besucher aus Berlin einzuladen. Das Marketing funktioniert bis heute. Mahlzeit. Mahlzeit. Sieht ja schon gut aus hier, ne? Alles. Habt ihr auch Fischbrötchen? Ja, ne? Ja, Ja? die werden immer frisch gemacht. Ja, top. Welche Fische habt ihr denn? Na, wir haben Räucherl, Lachs, Stremellachs, Butterfisch, Heilbutt, Lachsforelle, Ja. Bismarck, Matjes. Alles da, okay. Und welche kommen denn von hier? Welche Fische? Der Aal kommt hier aus der Havel. Ja. Den fangen wir immer auf dem Spülowsee. Geräuchert ist alles hier. Ja. Und hin und her im Winter fangen wir auch mal eine Forelle. Okay. Aber dafür wird das Wasser bei uns hier im Sommer zu warm. Wir haben ja dieses Jahr 8, 29 Grad Wassertemperatur. Ah, okay. Das ist dann vorbei mit der Forelle. Ja. Der ist es dann zu warm. Ja, okay. Das heißt, jetzt gerade hast du nur den Aal da aus. Im Moment aus der von Havel. unserer Ecke ist hier der Aal. Okay. Ja, dann nehme ich mal 2-mal Aalbrötchen, würde ich sagen. Mach ich dir. Ja? Einen Moment. Aale gehören zu den letzten Fischen, die an der Havel heute noch Ertrag bringen. Bis in die 1920er Jahre war die Aalfischerei ein wichtiger Erwerbszweig im Havelland. Und schon damals die wirtschaftliche Grundlage der Berufsfischer. Mit dem Ausbau der Wasserstraßen für die Schifffahrt wurde der Lebensraum allerdings für viele Fischarten zerstört. Um den Aalbestand und damit die Erwerbsquelle der Fischer zu erhalten, werden schon seit den 1950er Jahren im Meer gefangene Jungaale, sogenannte Glasaale, in der Havel ausgesetzt. Perfekt. Vielen Dank. Bitte. Alles Gute. Ciao. Ciao. 6 Fischereibetriebe gibt es heute noch in Werder. Sie alle haben eine lange Geschichte. Die Aale werden heute wie damals in Reusen gefangen. Der Fisch schwimmt durch den nach innen enger werdenden Trichter in den Netzschlauch und findet nicht wieder heraus. Wichtig bei dieser Fangmethode ist, die richtige Stelle zum Auslegen der Reuse zu kennen. Für Alexander, der schon als kleiner Junge seinem Großvater beim Fischen geholfen hat, ist das kein Problem. Also der Beruf ist wunderschön, der macht mir Spaß. Hat sich natürlich so entwickelt, dass man viele Sachen nebenbei machen muss. Wir haben noch einen Hofladen mit Bierausschank und Bienen, Obstwein machen, Ferienwohnungen. Es ist halt viel mehr geworden als halt dieser reine Beruf Fischer. Mindestens einmal in der Woche fährt Alexander raus, um die Aale aus dem Wasser zu holen. Das, was sonst noch so im Netz landet, Krebse und kleine Barsche, wirft er wieder zurück ins Wasser. Fischer werden wollte Alexander am Anfang eigentlich nicht. Ich wollte erst zur Marine, war da auch schon angemeldet für 2,5 Jahre mit Auslandseinsatz. Hatte auch schon alles zu Hause, also Hafen, Boot und alles Mögliche. Und dann war es aber so, dass mein Opa krank wurde und man nicht wusste, ob der halt wieder wird. Und insofern ist da halt Blut dicker als Wasser. Das hier sind Filmaufnahmen von Alexanders Großvater aus den 1970er Jahren. Damals ging der Fischbestand in den Havelseen schon dramatisch zurück. Viele Berufsfischer hörten auf. Alexanders Großvater Wilhelm aber nicht. Er machte weiter. Hier fischt Alexanders Onkel Tobias, bei dem wir die Aalbrötchen gekauft haben. Auch er ist der Familientradition treu geblieben. Alexander hat heute insgesamt 40 Reusen kontrolliert und kann sich mit einer guten Ausbeute auf den Heimweg machen. Ob eine seiner Töchter den Fischereibetrieb der Familie eines Tages übernehmen wird? Der Aalfischer auf der Havel ist bis heute ein Symbol für die jahrhundertealte Tradition in dieser Region. Die Flussinsel, auf der sich der alte Stadtkern befindet, hat heute ein großes Umland, das zur Stadt Werder gehört.
Vor allem im 20. Jahrhundert, aber auch noch danach, wurden viele Nachbarorte eingemeindet. Werder wird die Gartenstadt genannt. Überall findet man hier kleine Parzellen, in denen die Leute Obst und Gemüse anbauen. Die kleinen Gärten sind mehr als reine Nutzgärten, zum Teil echte Schmuckstücke, mit denen die Besitzer an Gartenwettbewerben teilnehmen. Die Lage am Wasser macht den besonderen Charme aus. Das Angeln von Friedfischen wie Karpfen und Schleie ist im Havelland auch ohne Fischereischein erlaubt. Man muss sich allerdings eine Angelkarte kaufen. Was das Hausboot angeht, lerne ich jeden Tag von Steffen etwas dazu. Am Bootsteg an- und ablegen kann seine Tücken haben. Wenn der Wind dabei, jetzt merkt man richtig, wenn der Wind reindrückt. Man braucht zwar keinen offiziellen Bootsführerschein, aber ohne ein Training, das ist mir klar geworden, kann man so ein Hausboot nicht sicher fahren. Da lernt man das An- und Ablegen, Sicherheits- und Hafenregeln, Ankern, Betanken und was man vor der Abfahrt alles so täglich kontrollieren muss. Ist schon volle Fahrt voraus, oder was? Noch nicht ganz. Nee. Aber da ist Bisschen geht unruhig, oder? Also die See. Ne? Sind schon gut am Schwingen. Zumal hier noch ablandig ist. Ja. Kommt erst noch, wenn wir so ein bisschen näher draußen sind nachher. Ja, da kommt noch mehr. Also würdest du sagen, wenn man das zum ersten Mal macht, dann auf jeden Fall bei weniger Wind und ruhigerem Wetter? Und auf jeden Fall Skippertraining üben. Okay. So ein Skippertraining dauert meistens 3 Stunden. Danach bekommt man einen sogenannten Charterschein. Dann hat man zumindest schon mal davon gehört, wie die Binnenschifffahrt funktioniert und welche Situationen auf dem Wasser häufig vorkommen. Wie verhält man sich anderen Booten gegenüber? Und wie in Schleusen? Auf Flüssen verkehren häufig Transportfähren. Eine Seilfähre und die zieht sich am Stahlseil natürlich auf die andere Uferseite. Okay. Und da wird es dann halt gefährlich, wenn die anfährt, dann spannt sich das Seil. Ich gucke immer schon, wie rum stehen denn die Autos auf dieser Fähre drauf. Stehen die schon in Fahrtrichtung Fähre drauf? Ja. Wenn ja, dann nehme ich schon mal Gas weg, warte lieber ab, bis er einmal übergesetzt hat und dann weiß ich, wenn die Schranke hochgegangen ist, kann ich fahren. Gehen wir nochmal nach vorne? Ja. So, komm Steffen, jetzt mal Pause hier. Oh, wird auch Zeit. Ein bisschen treiben lassen kann man ja mal, oder? Ein bisschen treiben lassen kann man sich. Es gibt lecker Fischbrötchen. Oh, das Ich hoffe, du magst Aal. sehr gerne. Geräuchert. Man hat mir gesagt, das war der Fisch, den man hier auch eben in der Havel bekommt. Ja, fängt man hier auch. Das muss doch ein Angelparadies sein hier, Das ist ein oder? Angelparadies, gerade für Raubfisch. Ich meine, natürlich, Karpfenangler kommen auch auf ihre Kosten, aber Ja. wenn man jetzt so ein bisschen Spaß haben will, da gibt es immer 2 Sorten von Anglern. Die ein bisschen ruhiger haben möchten, die setzen sich halt hin, 4, 5 Tage irgendwo in der Walachei, Ja, Zelte ja. verschlagen, legen ihre Montagen aus und Ja. ruhen sich einfach aus. Und dann gibt es halt die anderen, die fahren mit Boot, werfen ihre Stellen ab und dann ziehen die gleich weiter, wenn sie wissen, hier ist halt nichts. Und weiter. Wir fahren über den Schwilowsee nach Kaput, wo einst eine interessante adlige Frau ihr Schloss bewirtschaftete.
Ganz in der Nähe lebte Albert Einstein in einem bescheidenen Haus, das er aber wie ein Schloss empfand. Am Abend geht's zurück nach Werder. Bis später. Ups. Der Dreißigjährige Krieg hatte an dieser Stelle ein Landhaus dem Erdboden gleichgemacht. Eine gute Gelegenheit, an diesem schönen Ort ein Haus im ganz neuen Stil zu errichten. Ein Sommersitz für den Kurfürsten. Ein frühbarockes Juwel, innen ausgestattet mit Meisterwerken der flämischen Malerei und Stuckarbeiten italienischer Künstler. Der große Kurfürst von Brandenburg schenkte das Anwesen seiner zweiten Frau Dorothea, einer Geborenen von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Sie baute das Schloss nochmals aus und wurde nicht müde, die prächtige Innenausstattung ständig zu erweitern. Ihr Mann, Kurfürst Friedrich Wilhelm, war nicht oft hier. Ganz anders Dorothea. Nach seinem Tod wurde Schloss Caputh ihr bevorzugter Wohnsitz. Sie hatte Karpfenteiche, sie hatte einen Weinberg hier, also Wein wurde richtig angebaut. Sie hatte Obstgärten, Nutzgärten und hat tatsächlich auch hier gewirtschaftet. Und war jetzt aber nicht komplett den Sommer über hier. Es gab einen Arrendator, also einen Schlossverwalter, der das Schloss und das ganze Anwesen hier verwaltet hat. Und sie kam immer wieder dazu. Aber da sie ja sehr gut wirtschaften konnte, auch eigenes Geld hatte, es heißt sogar so viel, dass sie dem eigenen Gatten Kredite gewähren konnte. Ja, kann man sich das sehr, sehr schön vorstellen in Caputh, wie sie wirklich hier auch an dem landwirtschaftlichen Gut was verdienen kann. Auch die nachfolgenden preußischen Könige pflegten das Schloss. Diesen gigantischen Fliesensaal ließ Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 1720 bauen. Die 7500 handbemalten Fayencefliesen konnten praktischerweise per Schiff aus dem holländischen Friesland hierher gebracht werden. Der Raum diente als Sommerspeisesaal und konnte vom Garten her betreten werden. Der direkte Mittelgarten, sage ich jetzt mal, welcher jetzt tatsächlich vom Schloss aus Richtung Wasser gewesen ist, war ein barocker, symmetrisch gestalteter Garten, ein Prunkgarten. Und links und rechts davon gab es dann noch diese Gärten, wo eben was weiß ich, irgendwelche Rabatte waren mit Gemüse oder auch Obstbäume gestanden haben. Das war dann auch noch dran gehängt. Aber der eigentliche barocke Prunkgarten war natürlich jetzt nicht mit Gemüse beladen. Im Barock liebte man Gärten mit streng symmetrischen Formen. Die Natur sollte sich mit der Geometrie vereinen und dadurch schöner werden. Diese Vorstellung änderte sich, als Anfang des 19. Jahrhunderts die wilden Romantiker auf den Plan kamen. Die Zeit der Landschaftsgärten war angebrochen. Alles wurde geplant und neu angepflanzt, nur merken sollte man es nicht. Das ist heute noch modern. So wie der aus Bonn stammende Gartenkünstler Peter Joseph Lenné das Anwesen 1826 plante, sieht es im Großen und Ganzen heute immer noch aus. Das Örtchen Caputh liegt direkt am Wasser und lebt heute maßgeblich vom Tourismus. Man findet hier jede Menge hübsche Häuschen, eingerahmt von idyllischen Pflanzenparadiesen. Denn der Ort lebte früher vom Obstanbau. Die Liste der Baudenkmäler ist lang, aber ein Haus in Caputh ist etwas ganz Besonderes. Und da bewegen wir uns jetzt hin.
Dieses Haus wurde 1929 von einem sehr modernen Architekten gebaut, nach den Wünschen seines Eigentümers. Und der hieß Albert Einstein. Eigentlich wollte ihm der Berliner Oberbürgermeister eins zum 50. Geburtstag schenken, aber dazu kam es nicht. Und so hat sich Einstein selbst eins gebaut. 3 Jahre hat er mit seiner Familie hier gewohnt. Zu diesem Zeitpunkt forschte Einstein an der Berliner Akademie der Wissenschaften und war bereits Nobelpreisträger für Physik. Seine Relativitätstheorie hatte ihn berühmt gemacht. In seinem Haus in Kaput arbeitete er weiter an seinen Thesen und Beweisen. Und das war hier seine Welt. Nun schauen Sie sich hier in dem Zimmer mal um. Er schreibt später mal, mein Zimmer, das mir als Schlafzimmer, als Arbeitszimmer und als Büro diente, hätte mir gereicht. Mehr habe ich nicht gewollt. Einstein hatte sein Büro von der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin nach Kaput verlagert. Vorlesungen zu halten interessierte ihn nicht besonders und natürlich gewährte man dem Genie diese Freiheit. Hier sein Sommerhaus war auch sein Institut. Er hatte ja ideale Arbeitsbedingungen bei der Königlich Preußischen Akademie. Er konnte frei entscheiden, was er macht. Er konnte zu Hause bleiben. Der hatte kein Institut in Berlin. Wer mit ihm sprechen wollte, kam hierher. Spitzenwissenschaftler wie Max Planck und Otto Hahn waren hier zu Gast. Aber auch Künstler und Schriftsteller wie Gerd Hauptmann, Arnold Zweig und Max Liebermann besprachen sich mit Einstein in seinem modernen Sommerhaus. Einstein verließ sein geliebtes Haus, als er 1932 in die USA emigrierte, um vor den Nazis zu fliehen. Wir sind auf der Rückfahrt zu unserer Anlegestelle in Werder. Denn morgen brechen wir von dort aus zu einer Wandertour auf. Ich bin echt gespannt auf die erste Nacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist schon so ein bisschen am Schwingen hier. Aber das kann dann ja auch so in den Schlaf wiegen. Kann ja auch ganz nett sein. Ich habe ja noch nie auf dem Hausboot übernachtet. So, okay. Passt. Zack. Also Essen kriegst du zu Hause, ja? Essen tue ich zu Hause. Okay, vielleicht noch ein Wein? Aber ein ganz klein. Ja. Prost. Na denn? Prost. Hat bis jetzt alles gut geklappt? Ja, denke ich auch. So, wenn ich nächstes Mal an Land gehe, was soll ich lieber mitbringen? Na, lieber ein kleines Bierchen. Hier, Bierchen? Okay, alles klar. Morgen gibt's einen ausgedehnten Landgang. In der Region Glindau, mit dem Fahrrad nur 10 Minuten von hier, wurden jahrhundertelang Ziegelsteine hergestellt. 22 Billionen Stück wurden von hier nach Berlin geliefert. Steht in diesem Reiseführer. Wir sind weiter unterwegs rund um Werder. Im Stadtteil Glindau steht ein Ziegeleimuseum. Am Abend besuchen wir ein angesagtes Restaurant mit regionaler Küche. Und dazwischen geht's in einen traumhaften Landschaftsgarten bei Petzow. Hier wurden 150 Jahre lang Ziegel hergestellt.
Dieser sogenannte Ringofen aus dem Jahr 1866 hat zum Heizen ein ausgeklügeltes Kammersystem und war damals modernste Technik. Das Material, natürlicher Ton, baute man ganz in der Nähe ab. In ihrer Blütezeit am Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Ziegeleien in Glindow genug zu tun für 9 Öfen und 500 Arbeiter. Die Glindower Backsteine waren bekannt für ihren Gelbstich. Bis heute kann man an den Berliner Gebäuden aus dieser Zeit erkennen, aus welcher Tongrube die Ziegel kamen. Im Museumsturm kann man Ziegelherstellung studieren und die Materialien, die gebraucht wurden, kennenlernen. Mit sogenannten Ziegelstempeln wurden Ursprung und Qualität der Steine markiert. Abtransportiert wurden die Backsteine mit Kähnen, die die Havel hinauf nach Berlin fuhren. In dieser Zeit entstand die Redewendung „Berlin wurde vom Kahn gebaut“. Mit Marike wandern wir nun durch die ehemaligen Tongruben. Was heute wie ein Naturlehrpfad daherkommt, war damals vor 100 Jahren eine Abraumwüste. Dieser massive Abbau kam mit der Industrialisierung Berlins und mit dem Aufbau Berlins auch, als man das Baumaterial brauchte. Das ist jetzt halt vollgelaufen mit Grundwasser, weil das Grundwasser ja recht hoch steht. Aha. Aber da sieht man das noch schön. Was man halt auch gut sieht, ist, dass die Wände so steil sind. Ja. Jetzt musst du dir das ursprünglich vorstellen, dass das alles so kleine Terrassen waren, weil die praktisch Schicht für Schicht abgebaut haben. Und wenn die Schicht weg war, dann mussten sie ja wieder ein Stückchen tiefer. Teilweise bis zu 30 Meter Erde und Sand mussten abgetragen werden, um wieder auf eine Schicht Ton zu stoßen. Durch die von Menschenhand aufgeschütteten Hügel ist eine ungewöhnliche Landschaft entstanden. Bei Urlaubern im Havelland sind die sogenannten Glindower Alpen ein echter Wandergeheimtipp. Dieser Lindenbaum hat den Tonabbau offensichtlich überlebt. Vielleicht. Ja, der steht schon was länger. Stimmt, sagt Marike, die Linde ist über 200 Jahre alt. Das Havelland ist eine alte Kulturlandschaft. Wie man an den Glindower Alpen sehen kann, hat die Natur so manches, was durch menschlichen Raubbau entstanden ist, zurückerobert. Manchmal holt aber auch der Mensch selbst zurück, was lange vernachlässigt wurde. Schloss Petzow gehörte mal einem Ziegeleibesitzer, der in den Adelsstand erhoben wurde. Das Bauwerk wurde 1825 gestaltet und mit einem malerischen Landschaftsgarten umgeben. Wer einen solchen Garten plant, setzt die Bäume und andere Pflanzen so, dass sie von den Formen und Farben her ein harmonisches Bild ergeben. Wer dann später durch das Gelände wandert, soll den Eindruck haben, in einem Gemälde spazieren zu gehen. (2005) kam jemand hierher, kaufte eine Gartenparzelle nach der anderen auf und machte aus dem Landschaftsgemälde des 19. Jahrhunderts ein modernes Gartenkunstwerk. Zu DDR-Zeiten hatte hier eine Genossenschaft Gewächshäuser aus Plastikfolie aufgestellt. 900 Tonnen Müll mussten vor der Neugestaltung hier entsorgt werden.
Das ist der Mann, der alles auf den Weg gebracht hat. Klaus Kosakowski hat nach der Säuberung des Grundstückes zusammen mit erfahrenen Gartenarchitektinnen geplant und gepflanzt. Neben dem Wunsch, einen modernen Park zu gestalten, ging es auch darum, ihm ein Stück Magie zu geben. Wir möchten mit diesem Garten ja die Vergangenheit mit der Zukunft verbinden. Und wir übernehmen nicht nur die Baulichkeiten aus dem 19. Jahrhundert, sondern auch die Sagen- und Ideenwelt der vergangenen 1000 Jahre. Dann nehme ich Sie mit zum Zwergenhaus. Das Zwergenhaus ist gärtnerisch ausgedrückt eine sogenannte Stumpery, ein Gebilde aus Totholz. Es wirkt so verwunschen, als könnte tatsächlich gleich das Volk der Zwerge dort um die Ecke kommen. Aber die Stumpery hat natürlich nicht nur den Sinn, den Zwergen einen Schlafplatz zu geben, sondern sie ist Lebensraum für Tiere, vom Insekt über Vögel bis zum kleinen Säugetier. Also Mäuse wohnen hier auch drin. Wir waren kaum fertig, vor 6 Jahren etwa, als schon die ersten Vogelpaare einzogen und hier nisten wollten. Als der Müll endlich beseitigt war, ging es darum, zusammen mit der Stadt Werder die historischen Baureste zu sichern. Von Anfang an war geplant, daraus einen öffentlich zugänglichen Park zu machen. Finanziert wurden die Arbeiten privat, ohne staatliche Fördermittel. Auch ein großer Nutzgarten mit Obst und Gemüse wurde angelegt. Eigentlich war es die Idee, aus einem so schönen Ort wie Petzow die Schönheit wieder ans Tageslicht zu bringen, den Müll zu entfernen, den Schmutz zu entfernen, allem wieder eine Form zu geben und damit eine Überlebenschance. Klaus Kosakowski hat in den 1980er Jahren in West-Berlin in einem großen Einzelhandelsunternehmen gearbeitet. In dieser Zeit lernte er bei Besuchen in der DDR Schloss Petzow kennen. Ich glaube nicht, dass ich den Garten gefunden habe, sondern umgekehrt. Der hat einen Dummen gesucht, der ihn rausholt aus der Verwahrlosung. Aber am Ende fühle ich mich reich belohnt. Okay. Jo, alles klar. Komm mal wieder. Los geht's zur nächsten Anlegestelle. Wir haben heute Abend noch etwas vor. In Werder gibt es ein Restaurant, das sein Gemüse aus dem Garten von Schloss Petzow bezieht. Das Restaurant Alte Überfahrt hat einen Michelin-Stern. Eigentlich sogar 2, denn es gab auch noch einen grünen Stern für die nachhaltige Küche. In dieser Küche werden nur regionale und saisonale Zutaten verwendet. Thomas Hübner hat diesen Schwarzkohl heute Morgen im Schlossgarten Petzow geerntet. Er serviert ihn heute Abend mit Fisch. Auch der ist aus der Region. Das ist ein Saibling von den Müritzfischern, den wir nach einer japanischen Methode schlachten lassen. Die nennt sich Ikejime. Das heißt übersetzt lebend töten. Das ist die humanste Art, einen Fisch zu töten. Und dadurch setzt ein Reifeprozess ein. Die Konsistenz ändert sich, der Geschmack ändert sich. Und das hat sich für uns über die Jahre als sehr wichtig herausgestellt. Das ist ein ganz tolles Produkt. Ne? Wir temperieren den jetzt hier nur ganz leicht. Und dann kann ich die Haut abziehen. Und dann geht ihr direkt so in den Teller. Ne? Hier werden gerade herzhafte Dinkelwaffeln vorbereitet. Auf die kommt nachher der Schwarzkohl. Auch eine andere Spezialzutat kommt aus Petzow.
Hier haben wir Neuseeland-Spinat. Ja. Ja, unterscheidet sich vom normalen Spinat, dadurch, dass er viel fleischerige Blätter hat. Eine ganz tolle Konsistenz. Und ja, ist mal was anderes, ne? Das Gemüse wird kurz blanchiert und dann in Butter geschwenkt. Dann wird der Saibling angerichtet. Den haben wir jetzt nur ganz leicht angegart. Dann löst sich das Fett unter der Haut und man kann die Haut einfach abziehen. Obendrauf kommt der Spinat, fein gehobelter Kürbis und eine Soße aus Stachelbeeren und Wermut. Und dann ist das Gericht fertig. Der blanchierte Schwarzkohl wird jetzt noch mit verschiedenen Geheimzutaten auf der Waffel angerichtet. Fertig. Morgens auf dem Wasser aufzuwachen, ist beeindruckend. Das Licht, die Stille. Wir kehren heute Morgen nochmal nach Schloss Petzow zurück. Unser Koch Thomas hat von dem 800 Quadratmeter großen Obst- und Gemüsegarten geschwärmt. Wir begleiten ihn, denn auch heute wird er dort für sein Restaurant ernten. Zuerst Schwarzkohl. Das ist mein Paradies. Ich komme hierher, ich kann mir abschneiden oder sozusagen das ernten, was ich für richtig halte. Ne? Also nicht, was der Bauer schon vorher entschieden hat, was er mir geben will. Ja. Hier kann ich mir das selber raussuchen. Ich kenne das jetzt aus meiner Zeit in der Toskana. Die machen halt alles damit. Und ja, ich finde es toll. Also ich meine, inzwischen kriegt man den ja auch in Deutschland schon mal. Auf bestimmten gut sortierten Märkten kriegt man den ja inzwischen. Ja, ich bin ein großer Fan davon. So, reicht das so, oder? Das reicht doch wunderbar. Das, ne? Okay. Wirklich erstaunlich, wie bunt es hier Mitte Oktober immer noch ist. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Thomas im Garten von Klaus Kosakowski ernten darf? Er hat uns das angeboten und da ist halt jetzt über die Jahre halt eine ganz tolle Zusammenarbeit entstanden und das wird jedes Jahr besser. Ja. Kannst du denn dann auch hier mit so ein bisschen Einfluss nehmen, was du brauchst bei dir in der Küche? Und dann Genau. Das ist ja super, ne? Ja, das machen wir immer am Jahresanfang, so im Januar, Februar setzen wir uns mal hin und gucken, was machen wir dieses Jahr, was hat letztes Jahr geklappt, was lassen wir sein, probieren wir was Neues aus. Eine weitere Inspirationsquelle hier ist der mittelalterliche Klostergarten der berühmten Hildegard von Bingen. Kräuter, Gemüse und Blumen bilden eine duftende, bunte Einheit. Leinen los und Kurs auf den großen Zernsee. Der Himmel ist bedeckt, einen dicken Pullover braucht man. Und im Sommer würde man vom Boot aus ins Wasser springen. Wenn man aber im Oktober hier ist, hat das den Vorteil, dass man manchmal tatsächlich weit und breit der Einzige auf dem Wasser ist. Wie jetzt. Steffen, mach mal Motor aus kurz. Einmal Ruhe genießen. Das ist wie beim Segelboot. Auf einmal. Mega, oder? Oh. Nächste Haltestelle. Kann man eigentlich überall anlegen, oder? Steht in den Wasserkarten auch drin, wo man jetzt Ankerplätze oder quasi Marinas hat, mit Telefonnummern dazu. Generell würde ich immer vermeiden, irgendwo anzulegen, wo
kleinere Boote stehen. Ja, Ja, das könnte ja. alles privat sein. Aber im Sommer ist es trotzdem rar. Morgen, mein Lieber. Moin. Henry, haben wir hier die Möglichkeit, mal vom Bord zu kommen? Irgendwie mit dem Ja, Fahrrad? genau hier, wo ihr seid. Genau hier, wo wir sind. Okay, dann machen wir hier so ein bisschen mal fest. Okay? Wir haben hier jetzt kurz angelegt, damit ich mit dem Fahrrad an Land gehen kann. Steffen wird das Boot dann ohne mich weiter steuern. Wir treffen uns später in der Stadt Brandenburg. Days keep ticking by, but memories never die. Still waiting for you to come home. Can't change it if I try. I always wonder why. When all this time I should have known. Und das ist unsere Route. The same, never saying what you know. I can't read into everything. Tell me where's your heart to go. I can't read into everything. Tell me where's your heart to go. I need a little sunshine, baby. Don't want no maybe. I'm missing you tonight. I need a little sunshine, sunshine, sunshine in my life. Yeah, come on. Paritz ist ein besonderes Dorf, weil der preußische König Wilhelm III. Es um das Jahr 1800 als Musterdorf umbauen ließ. Schon zu DDR-Zeiten in den 1970er Jahren begann man, den Originalzustand der Häuser zu erforschen und wiederherzustellen. Nach der Wiedervereinigung gründete sich hier ein Verein, der die Rekonstruktion des Musterdorfes weiter vorantrieb. Auch die uralte Kirche des Dorfes ließ sich das Königspaar damals nach seinen Wünschen umgestalten. Gegen Zahlung einer großzügigen Summe, versteht sich. Es wurde auch eine Königsloge angebaut. Die Heilige Messe haben Friedrich Wilhelm und seine Frau Luise von hier verfolgt. Zur gleichen Zeit wurde ihr Familienschloss errichtet. Es sollte für Eltern und Kinder eine Zuflucht abseits vom Hofzeremoniell in Berlin werden. Luise wollte ihre zahlreichen Söhne und Töchter kindgerecht und naturnah erziehen. Nach dem Tod Friedrich Wilhelms bestimmten die Erben, dass die Räume hier unbenutzt bleiben, zum Gedenken an die Eltern. Bis 1945 war das auch so, weswegen die damalige Ausgestaltung durch Zeichnungen und Fotos bestens dokumentiert ist. Was man heute sieht, ist nach diesen Bildern rekonstruiert worden. Denn nach Kriegsende wurde das Haus geplündert und danach mehrfach zweckentfremdet. Nur einige kostbare Tapeten konnten gerettet und nach einer aufwendigen Restaurierung hier wieder angebracht werden. Friedrich Wilhelm und Luise scheinen sich geliebt zu haben. Er liebte es unkonventionell. Sie trat eher bürgerlich als aristokratisch auf. Der Lieblingsplatz von Königin Luise. Eine Schrifttafel erinnert an ihren frühen Tod 1810. Sie scheint eine echte Romantikerin gewesen zu sein. Wer das Schloss besichtigt und den Park genossen hat, sollte sich auch noch die sogenannte Remise anschauen, wo früher die Kutschen untergestellt wurden. Nehmt euch alle ein Kissen und dann setzt ihr euch so schön hin, dass ihr genau die Kutsche alle gut sehen könnt. Das hier ist eine Kutsche, die für eine Krönung benutzt wurde. Für den Vater von Friedrich Wilhelm.
ganz schön prächtig. Was sagt denn die Frau Gerlach dazu? Wen brauchte man dann alles, um so eine schöne Kutsche zu bauen damals? Da haben wir ja so verschiedene Werkzeuge liegen oder auch andere schöne Sachen. Der Radmacher macht die Räder. Der Stellmacher baut die Karosserie der Kutsche. Der Vergolder weiß, wie man das Gold darauf befestigt. Der Sattler kümmert sich um die Teile aus Leder. Und dann gibt es noch die fleißigen Hände, die die Polster für die Herrschaft edel besticken. Und jetzt lassen wir mal die Kutsche fahren. Jetzt ist die Kutsche fertig und die fährt jetzt los, ne, über die Straße in Berlin. Ne, wie sich das anhörte. Ja? Man kann hier aber auch praktische Alltagsfahrzeuge bestaunen. Mit diesem Karren wurden die Orangenbäume für den Winter in die Gewächshäuser gebracht. Und auch die adeligen Kinder hatten früher ihre eigenen Kutschen. Vor diese Kinderkutsche wurden Ziegen gespannt. In diesen Sänften ließ man sich tragen. Und in einer Kutsche mit solchen Reifen fuhr man über den Rasen, ohne ihn zu beschädigen. Auf dem Havelradweg geht es jetzt weiter in Richtung Großkreuz. Auch hier wurde bis ins 20. Jahrhundert Ton abgebaut. Die ehemaligen Tongruben sind mit Wasser vollgelaufen und haben eine traumhafte Landschaft entstehen lassen. Das Hausboot wartet auf uns, nicht weit von der Vorstadtschleuse Brandenburg entfernt. Sie wird gleichermaßen von der Berufsschifffahrt und den Sport- und Hausbooten benutzt. Und wieder einmal bin ich froh, dass Steffen mit auf dem Boot ist. Es ist meine erste Schleusenfahrt. Was könnte da nicht alles passieren? Zunächst muss man wissen, dass man geduldig anstehen muss. Und jetzt geht's los. Jetzt dürfen wir rein. Erste Mal Schleuse und auf unserer Tour letzte Mal Schleuse, ne? Wer darf denn zuerst eigentlich? Der Schönere davor, oder wie? Nein, der Schönere darf nicht vor. Also da ist so ein ungeschriebenes Gesetz, wer als Erster kommt, fährt auch als Erster in die Schleuse. Okay. Bis auf natürlich Berufsschifffahrt, die hat natürlich immer Vorfahrt. Ja, in der Regel lassen sie die auch immer erst schleusen und die Sportboote sitzen halt immer hinten dran dann nachher. So, ich komm ran dann. Ich muss mir bloß sagen, ob ich vor oder zurück muss noch, dass es hinten eben reicht, ne? Ja, so Okay, müsste passen eigentlich. dann Ja, das ziehen sieht wir gut durch. aus. Das Boot wird mit den Leinen an der Wand gehalten. Sie müssen nachgeben, wenn sich der Wasserstand in der Schleuse verändert. Und das ist jetzt passiert. 5 Meter ging es in der Schleuse nach unten. Ja. Okay, Daniel? Jo, passt. Leinen los? Leinen los. Okay. So, weißt du was, Steffen? Erste goldene Regel. Nach einer erfolgreichen Schleuse gibt es erstmal einen schönen Rosé. Super. Nee, mittlerweile habe ich dich ja kennengelernt. Ich habe was anderes für dich besorgt. Kleines Bierchen geht, oder? Ja, kleines So. Bierchen geht. Oh ja. Ja. Jetzt. Prost, aber. Daniel. Prost. Ist das besser? Was hast du da? Okay.
Heute Morgen sind wir an der Anlegestelle wieder aufs Fahrrad gestiegen. Und fahren zu einer besonderen Attraktion in Belitz, zu einem Landschaftspark am Riezer Berg und nach Rathenow, berühmt durch die optische Industrie. Wie gesagt, wir sind ja im Herbst hier im Havelland unterwegs, gerade richtig zur Apfelernte. Auf dieser Apfelplantage in der Nähe von Werder helfen oft Schulklassen aus Berlin bei der Ernte mit. Sie lernen zum Beispiel, wie man das Obst richtig aussortiert. Eine kleine Faustelle können wir nehmen. Wir sagen immer so, 1/3, 20% bis 1/3 sollte sie nicht überschreiten von einem Apfel. Ne? Also eine kleine Faustelle kann ruhig mit dabei sein. Ja? Aus Fallobst wird Saft gepresst. Und die beliebteste Apfelsorte bei Kindern ist der Gala. Auf dem Obsthof Lindicke werden über 20 Apfelsorten angebaut. Ist die Ernte gut, sind Selbstpflücker auf den meisten Plantagen im Havelland gern gesehen. Auch wenn wir die Apfelbäume jetzt verlassen, bleiben wir aber beim Thema Bäume. In dem kleinen Ort Jeserik bei Großkreuz gibt es einen Baumkreis, wo man etwas darüber erfahren kann, welche Bedeutung bestimmte Baumarten in der keltischen Mythologie hatten. Und man kann etwas über sich selber lernen. Die verschiedenen Baumarten hier sind Zeitabschnitten und Eigenschaften zugeordnet. Auf einer Tafel neben dem Stamm kann man das nachlesen. Über die Hasel lernt man beispielsweise, dass sie das Außergewöhnliche verkörpert und dass Haselbaummenschen zwischen dem 24. September und 1. Oktober geboren sind. Bäume waren den Kelten zwar heilig, diese Festlegungen hat aber Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein britischer Buchautor hinzugedichtet. Trotzdem kann es Spaß machen, beim Spazierengehen nicht nur Bäume anzugucken, sondern sich auch auf ein Baumhoroskop einzulassen. Deshalb ist der Bürgermeister auch stolz auf diese Attraktion des Ortes und erklärt das mit den Kelten und den Bäumen noch mal ganz genau. Danach wird das Jahr in die 4 Jahreszeiten unterteilt. Und jedes Geburtsdatum ist dann entsprechend auf, sag mal, einem Baum zugeordnet. Ah ja, okay. Und was steht hier? Dann haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Ahorn. Das ist der Ahorn, genau. Ein Ahorn wäre ich gerne, muss ich sagen. Ja, aber das sind diejenigen, die vom 11. bis 20. April Geburtstag haben. Ah, nee, da bin ich ja, und da wird natürlich erläutert, welche Eigenschaften die Ahornmenschen haben, ja, sozusagen. Okay. Ja. Wir müssen aber ein Stück weiter, wir müssen an die Pappel. Ja, 5. bis 13. August. Ich liege genau in der Mitte. Pappelmenschen. Ihr unruhiges Herz ist großer Gefühle fähig, findet aber selten die Erfüllung. Die Pappel ist sehr empfindlich. Das macht hier das Leben mit anderen schwer. Ja, was würden Sie jetzt sagen? So, also Das ist jetzt nicht das schlechteste Horoskop, ich nenne es jetzt mal Ja, einfach ja, so. ja, ja. Und zu diesem Havelbaumkreis haben wir für jeden Baum auch eine Urkunde gefertigt, die wir also dann auch, wenn jemand hier vor Ort ist, denjenigen übergeben können. Ach, das ist ja nett. Hier haben wir für Herrn Daniel Assmann, geboren 9.8.83, im keltischen Baumkreis als Pappel geborener. Die Pappel überwindet die Ungewissheit. Nimm die Pappel, dann passt zu mir hier. Ja, möchte ich Ihnen gerne überreichen. Herzlichen Dank. Ja, super. Vielen Dank. Ja. Nehme ich gerne als schöne Erinnerung mit. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Kommen wir zu unserer nächsten Attraktion mit Bäumen. Um ein altes Sanatorium wurde ein Baumwipfelpfad gebaut. Die Belitz-Heilstätten sind seit langem zerstört. Das Gebäude entfaltet aber mit den jahrzehntealten Überwucherungen eine seltsame Magie. Und es hat eine spannende Geschichte. Besser mit Helm, ja? Besser mit Helm, auf alle Fälle. Kann noch mal was von oben kommen, oder? Ja, wir wollen es mal nicht hoffen, aber ist besser, wenn wir was auf dem Schädel haben. Okay, ja, alles klar. Das ist schon ein pompöser Eingang, ne? Muss man sagen. Also vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, das ist ja damals nicht für irgendwelche reichen Barone gebaut worden, sondern wirklich für Arbeiter aus Berlin.
Berlin war um 1900 das größte Industriezentrum Deutschlands. Vor allem die Lungenkrankheit Tuberkulose war in der Arbeiterschaft weit verbreitet. Daher errichtete ab 1898 die Landesversicherungsanstalt Berlin diesen riesigen Komplex von 60 Gebäuden für Kurbehandlung, getrennt nach Geschlechtern und ansteckenden und nicht ansteckenden Krankheiten. Ab 1902 kamen die Patienten hierher, um an frischer Luft und mit Hilfe von Kuranwendungen gesund zu werden und den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen. Für die Frauen war das natürlich sehr, sehr zweischneidig. Die Frauen sind ja erstmal mit einem schweren Herzen weggefahren von ihren Familien. Ja. Da musste jemand sein, der weiter ihre Kinder und ihre Männer versorgt hat. Ja, das war ja schon erst das Erste. Das musste geklärt sein. Und dann haben sie hier natürlich gelebt wie in einem Paradies. Sie hatten frische Wäsche, sie hatten große Räume, sie hatten tolle Mahlzeiten. Auf Postkarten steht oft, Helene, wir baronisieren hier den ganzen Tag, wie ein Baron. Also man geht einfach nur durch die Landschaft, man isst gut, man hat immer schöne Wäsche an. Ja, und dann ging es auch irgendwann daran, spätestens nach 6 Monaten musste man nach Hause zurück. Und dann kam man aus diesem Paradies wieder in die Elendsviertel von Berlin. Die wenigen Gegenstände, die man hier hineingestellt hat, lassen erahnen, wie wohl sich die Patienten in dieser großzügigen Gründerzeitarchitektur gefühlt haben. Wie groß der Unterschied zu ihren beengten und ärmlichen Wohnungen war. Und wenn der Mensch sich wohlfühlt, heilt auch sein Körper. Heute ist die Volkskrankheit der Stress. Und die Menschen kommen zu uns und erleben genau das, was vor 100 Jahren die Damen hier erlebt haben. Nämlich Entschleunigung, Durchatmen. Die gehen nach Hause und tauchen aus dieser anderen Welt, die wir sind, wieder auf und haben wieder Kraft für ihren Alltag. Genauso soll es sein. In beiden Weltkriegen dienten die Belitz-Heilstätten als Lazarett und Sanatorium für verwundete Soldaten. Nach 1945 übernahmen die Russen das Gebäude und machten daraus das größte russische Militärkrankenhaus außerhalb der damaligen Sowjetunion. Bis 1994 war deshalb das gesamte Areal Hochsicherheitsgebiet. Auf 23 Metern Höhe umrundet man einen Gebäudeteil, der 1945 ausbrannte und seitdem sich selbst überlassen wurde. Sieht ja schon bizarr aus, ne? Unfassbar, wie schnell sich die Natur hier alles wiederholt. Kiefern, Birken und zahlreiche andere Pflanzen haben sich in den vergangenen 80 Jahren angesiedelt, die man jetzt auf Augenhöhe betrachten kann. Ein Spektakel der besonderen Art. Machen wir. Warum die einfachen Wege gehen, wenn es auch komplizierte gibt, ne? Was haben wir uns denn hier Schönes ausgedacht? Riesenhängematte. So, jetzt nur noch nach oben gucken, dann kann eigentlich nichts passieren.
Wir fahren wieder eine Strecke auf dem Havelradweg. Und wieder ein Stück Natur, das so schön ist, weil sich jemand darum kümmert. Ein Mischwald, dazwischen Haustiere und kleine Anbauflächen für Obst und Gemüse. Ein Verein kümmert sich. Seit 2002 wird das Areal so gestaltet, dass es nützlich und für Besucher erholsam ist. Wanderungen mit Eseln kann man hier machen. Sie heißen Peppo, Knospe oder Flocke und pflegen zusammen mit den Schafen und Ziegen den Wald. Jens Bödecker gehört das alles und ihm ist auch zu verdanken, was daraus geworden ist. Auf dem ehemaligen Mühlengrundstück gab es früher nur Kiefern und trockenen Sand. Jetzt gibt es hier Wasser und Poesie. Der englische Landschaftsgarten, der spielt ja so ein bisschen mit dem Versteckten, ne? Dass dann so Wege um die Ecke gehen und so weiter. Das haben wir uns auch hier zu eigen gemacht, ne? Aber auf unsere ganz eigene Art. Ja? Also nicht so gepflegt, mehr natürlich, ja? Und angepasst an den Wald und an die Natur. Seine Philosophie zum Havel-Landschaftsgarten hat er bei seiner Arbeit am anderen Ende der Welt gebildet. Jens Bödecker entwickelt die Gärten des saudi-arabischen Königshauses. Das, was ich in Saudi-Arabien mache, ist schon was anderes. Außerhalb der Stadt ist es so, dass wir auch mit der Natur arbeiten, aber dann, das ist natürlich viel extremer. Das kannst du mal, wir sind hier im Paradies, ne? In Saudi-Arabien ist es wirklich Wüste. Die arabische Wüstenlandschaft ist zwar nicht ohne Leben, aber es ist keine Natur, in der der Mensch es lange aushalten kann. Alles Grüne, was dort angepflanzt wird, muss mit aufwendigen Schlauchsystemen bewässert werden. Das Wasser muss entweder aus bis zu 1000 Metern Tiefe gepumpt oder über Entsalzungsanlagen gewonnen werden. In so einem Garten wird das Wasser in einem Kreislaufsystem immer wieder verwendet und zur Not auch bergauf gepumpt. Wasser ist Leben. In Saudi-Arabien aber auch Statussymbol. Es ist eher so, dass wir, wenn wir jetzt zum Blick in Stadt Riyadh machen, jeden Tropfen Wasser recyceln. Das machen wir ja hier nicht, ne? Ja, da wird jedes Wasser benutzt, um Bäume oder Pflanzen zu bewässern, um das Klima ein bisschen angenehmer zu machen. Wassertechnik kann auch hier hilfreich sein. Das ist jetzt eine Wiederaufforstung hier. Da nutzen wir so eine Wüstentechnik, ne, indem wir tief pflanzen, die Pflanzen so trainieren, dass sie dem Wasser folgen. Und wir haben so zu 70% Erfolg mit unseren Anpflanzungen im Vergleich zu normalen Aufforstungen, die vielleicht nur 10% haben. Dem Wasser folgen, das bedeutet, dass die Bäume ihre Wurzeln danach ausrichten und besonders tief im Boden verankern. Früher gab es auf dem Riezerberg keinen Bach, der die Bäume versorgte. Nun wird 4-mal am Tag das Wasser auf den Berg gepumpt. Das ist dann alles so mit Computer gesteuert. Das läuft dann oben. Das Wasser kommt uns entgegen. Der künstlich angelegte Bachlauf führt im Zickzack durch den Wald, in dem Besucher immer wieder durch Kleinigkeiten überrascht werden.
Der Wasserlauf endet in einem Teichbehälter, zur Freude einer Laufentenfamilie. In Rathenow blickt man auf eine stolze Geschichte der optischen Industrie zurück. Hier lebte jemand, der die industrielle Herstellung von Brillengläsern ermöglicht hat. Doch es geht nicht nur um Brillen. Das Museum zeigt auch die anderen Anwendungsbereiche, die durch den Rathenauer Erfinder revolutioniert wurden. Von den Scheinwerferlinsen in der Schifffahrt bis zum Teleskop. Die Rede ist von Johann Heinrich August Duncker, der eigentlich wie sein Vater Pfarrer werden sollte und auch ein Theologiestudium absolviert hat. Dann begann er im Pfarrhaus des Vaters, sich mit Brillengläsern zu beschäftigen. Und der hatte damals nach seinem Studium in Halle so eine Liebelei zu technischen Geräten und baute dann erstmal Mikroskope und erfand dann auch sogar eine Vielschleifmaschine. So sieht sie aus, die Maschine, die Rathenow zur Stadt der Optik machte. Und sie schleift nicht nur 11 Linsen gleichzeitig, sondern tut das auch noch viel präziser, als das per Hand überhaupt möglich ist. Die zu schleifenden Gläser legt man in diese Messingteller und stellt den Wert ein. Ein Schwungriemen bringt sie in Bewegung. Um die Maschine zu bedienen, sind keine Fachkräfte nötig. Duncker besorgte sich die Schleifer aus der Garnisonsschule seines Vaters. Er hat dann noch die Kinder, die Waisenkinder, die es ja natürlich gab, und auch die jungen Soldaten mit hineingezogen zur Produktion. Also die hatten natürlich dann Geld, um ihre Familien zu ernähren und um vorwärts zu kommen. Und immer mehr optische, kleinere Betriebe haben sich dadurch angesiedelt. Rathenow wurde zum bekanntesten Industriestandort für alles, was mit Optik zu tun hatte. An der von Duncker entwickelten Arbeitsweise hat sich lange nicht viel geändert. Die Linsen werden geschliffen, poliert und am Ende gereinigt. Der Betrieb war bis zur Wende der einzige Brillenhersteller der DDR. Aber schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurden hier Optiken für Geräte aller Art hergestellt. Später auch Linsen für Fotoapparate und Filmprojektoren. Heute gehören die verbliebenen optischen Werke in der Stadt einem bekannten deutschen Brillenhersteller. Wir sind wieder auf unserem Hausboot. Mit nur knapp 3 Stundenkilometern tuckern wir auf der Havel durch Brandenburg und unserem nächsten Anlegeplatz entgegen. Allmählich sind die Handgriffe beim Anlegen zur Routine geworden. Wir sind am Wasserrastplatz am Slavendorf, der nur wenige Gehminuten von der Stadt Brandenburg entfernt ist. Hier kann man duschen, Müll entsorgen, Strom und Trinkwasser tanken. Der Tagessatz wird nach der Länge des Bootes berechnet. Ja, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, 6. oder 7. Mal ist es jetzt. Das Ach, so oft? Also ihr seid richtig infiziert, das ist euer Ding, ja? Genau, wir sind im Sommer auch gerade erst los gewesen und jetzt im Herbst noch mal eine Woche mit den Eltern. Ja. Und im Sommer machen wir es auch immer mit den Kindern und noch einer zweiten Familie zusammen mit 2 Hausbooten. Worauf muss man achten beim ersten Mal? Ganz zu Anfang lieber in Ruhe in den kleinen Buchten mal ein bisschen üben, die Sonne genießen, die Ruhe genießen. Und genau. Ne, das aber das entschleunigt auch total. Ja. Man geht drauf und man hat einfach gleich Urlaub. Ja.
Heute Morgen sind wir früh unterwegs, um am Rietzer See nahe der Stadt Brandenburg einen wichtigen Rastplatz für Zugvögel zu besuchen. Im Herbst kann man an einem bestimmten Abschnitt des Sees vor allem Kraniche beobachten, die hier Halt machen auf ihrer Reise in den Süden. Im Havelland rasten die Kraniche aus skandinavischen Ländern. Hier suchen sie Futter, um danach in ihre Winterquartiere in Frankreich, Spanien oder Nordafrika weiterfliegen zu können. Vom Aussichtsturm guckt man auf eine sogenannte Wiedervernässungsfläche. Das heißt, in einem Moor wurde der Wasserstand künstlich erhöht, um damit ein neues Ökosystem zu schaffen. Darin finden die Vögel nun wieder einen Haufen Nahrung, bestehend aus Kleintieren und Insekten. Nachdem 1990 dieses Moor hier wieder angestaut habe, im ersten Herbst standen hier 1600 Vögel drin im Wasser. Vorher waren es 300. Ja. Also Vögel nehmen sofort geeignete Lebensräume wieder an. Und deshalb kann man mit irgendwelchen Renaturierungsmaßnahmen wirklich viel gut machen. An diesem Rastplatz sieht man noch viele Entenarten, Möwen und Seeschwalben, aber auch Blassgänse, Eisvögel, See- und Fischadler. Irgendwann im Herbst, wenn die Tiere genug Nahrung aufgenommen haben, starten die Zugvögel ihre anstrengende und gefährliche Reise in den Süden. Was ich ja immer sensationell finde, ist, wer gibt hier das Kommando an? Auf einmal ziehen alle los. Weiß man das schon, wer? Weiß man nicht wirklich. Also es ist auch nicht jeden Tag so, dass wirklich alle mit mal losfliegen. Es geht manchmal auch sehr kleckerweise, aber da ist wenig bekannt. Bekannt ist, dass die Familien zum Beispiel zusammenhalten bis in die Winterquartiere. Das heißt, die sind jetzt mit ihren Jungen hier angekommen. Und das ist für mich immer faszinierend, wie sie das hinkriegen. Weil, wenn der Seeadler rüberfliegt, es gibt Schlafplätze, da schlafen 100.000, hauen die alle in Panik ab. Ja. Und wenn die Familie wieder zusammen ist, sind die auch ruhig. Ganz in der Nähe sollte man sich auch diesen geheimnisvollen Kiefernwald mal genauer anschauen. Diese bizarren, wirklich unglaublichen Formen der Bäume sind das Zufallsprodukt früherer Forstwirtschaft. Heute wirkt das Areal wie ein magischer Märchenwald. Was war passiert? In den 1960er Jahren brauchte man Samen von Kiefern, um neue Bäume zu pflanzen. Doch die Zapfen hängen in großer Höhe und waren damals schwer zu ernten. Ein findiger Förster ließ Kiefern fällen und die Baumkronen direkt auf den Baumstumpf nageln. Sie wuchsen tatsächlich an und man konnte fortan in niedriger Höhe die Zapfen ernten. Über die Jahrzehnte hinweg sind daraus Bäume geworden, wie man sie selten zu sehen bekommt. Die Stadt Brandenburg an der Havel wird auch Klein-Venedig genannt, weil so viele Kanäle und Wasserwege den Ort durchziehen. Wir schauen uns ein bisschen in der Stadt Brandenburg um. Dort ist Loriot geboren. Anschließend geht's nach Stölln auf den ältesten Flugplatz der Welt. Unsere Hausboottour endet in Malge am Breitlingsee. In der Altstadt von Brandenburg, gar nicht weit von dem schönen alten Rathaus entfernt, in typischer Backsteingotik aus dem 15. Jahrhundert, findet man, wenn man sich gut umschaut, hinter dem Brunnen an einer Häuserwand eine gelbe Bank, auf der jemand sitzt. Moment. Aber wirklich, Moment mal. Den kennen wir doch und vor allem seine Geschöpfe. Wo laufen Sie
denn, mein Gott? Bei mir ist alles dunkel. Was ist denn? Bertha, Ja? das Ei ist hart. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Vico von Bülow, alias Loriot, wurde 1923 in Brandenburg an der Havel geboren und lebte dort die ersten 10 Jahre. Diesen Zeichner und Humorist wird Deutschland nie vergessen. Seine Texte und Sketche sind legendär. (1972) hat er den Waldmops erfunden, weil er eben ein Herz für Tiere hatte. Brandenburg hat die Kreatur im Stadtgebiet ausgewildert. Als Herr des Waldes durchstreifte der Mops einst Europa zwischen Ural- und Fichtengebirge. In Deutschland hat lediglich der scheue Waldmops die freiheitliche Würde seiner Vorfahren bewahrt. Er führt zwar ein zurückgezogenes Höhlendasein, richtet jedoch im deutschen Wald jährlich pro Kopf einen Schaden von rund 40.000 D-Mark an. Wir haben früh am Morgen abgelegt und steuern auf den 8 Kilometer entfernten Breitlingsee zu. Was ich noch nicht gelernt habe, wie man ankert, sehr wichtig. Um die Ankerkette zu bedienen, öffnet man eine Klappe am Heck. Dann ist wichtig, immer stückchenweise. Also nicht gleich die ganze Kette auf den Anker schmeißen. Okay, weil? Ja. Sonst hat der Anker keine Chance, sich im Grund festzuziehen. Ah, okay. Man wartet immer ein bisschen ab, wenn die Kette sich so 45 Grad nach vorne zieht. Ja. Dann weiß ich, der Anker liegt schon auf dem Grund. Ja. Und jetzt ist es nur wichtig, so viel Kette nachzugeben, dass der Anker sich quasi in der Horizontale festziehen kann. Das heißt, einem sicheren Frühstück steht jetzt nichts mehr im Wege. Ach, Frühstück ist gut. Ja, okay. Es ist wirklich ziemlich still auf dem See. Im Sommer ist wesentlich, also man kann nicht sagen wesentlich, aber im Sommer ist schon mehr los. Ja, schon mehr los. Klar, wenn die Boote noch gebucht sind, gibt ja viele Verscharterer bei uns in der Gegend auch. Und wenn da ein gutes Jahr ist, dann hat man doch schon volle Gewässer. Ja. Ist mega Trend geworden, Hausboot, ne? Mega Trend geworden. Muss ich sagen. Los geht's zu unserem letzten Ausflug. Wir fahren nach Stölln. Dort träumte Otto Lilienthal Ende des 19. Jahrhunderts den großen Traum der Menschheit, endlich fliegen zu können. Es ist schon besonders zu wissen, dass die Luftfahrt hier mit Lilienthal am Gollenberg begonnen hat. Und das ist toll, dass man das heute auch so einfach besichtigen kann. Also sowohl aus der Luft als auch vom Boden aus. Und es hat für mich nach wie vor was Nostalgisches, hierher zu kommen.
So, hier ist der Gollenberg. Ne? Hier ist der Otto Lilienthal geflogen. Und warum? Das sieht man jetzt sehr schön, weil er hier in jede Richtung runtergleiten konnte, egal von wo der Wind kam. Es gab immer eine Stelle, von wo er runtergleiten konnte. Ab 1891 experimentierte Otto Lilienthal zusammen mit seinem Bruder Gustav, wie es gelingen könnte, dass der Mensch sich in die Lüfte erhebt. Mit seinen Gleitfliegern, mit denen er am Gollenberg bei Stölln segelte, schaffte er Gleitflüge von bis zu 250 Metern. Nicht selten stürzte er ab. Das alles kann man sich im Otto-Lilienthal-Museum in Stölln anschauen. Lilienthal hat die Tragfläche erfunden und damit die wichtigste Komponente des Flugzeugs. Bis er soweit war, hat er verschiedenste Flugapparate ausprobiert. Gleitflügler, aber auch Schlagflügler, bei denen er wie ein Vogel die Schwingen mit Körperkraft bewegte. Das hatte er den Störchen abgeschaut. Im Museum wird der ganze Entwicklungsprozess nachgezeichnet. Ab 1895 flog er 2 verschiedene Doppeldecker mit bis zu 7 Meter Spannweite. Lilienthal entwickelte erste Ideen zur Aerodynamik und weitere grundlegende physikalische Überlegungen. Nebenbei hat er auch noch Spielbaukästen für Kinder erfunden. Mangels guter Verkaufsstrategien haben andere später damit Geld verdient. Alles zu Lilienthal und was danach in der Fliegerei noch so passierte, im Museum. Draußen wird's dann auch noch mal spannend. Interflug, so hieß die staatseigene Fluggesellschaft der DDR. Dieses Schmuckstück, aber auch viele andere Erinnerungsstücke der stolzen Fluglinie stehen als eigenes kleines Museum bei Stölln auf dem Acker. Technikgeschichte von Lilienthal bis zu den Düsentriebwerken russischer Bauart wird hier gezeigt. Garniert mit einem dicken Schuss Nostalgie. Ein Flugzeug war nach Lilienthals Ehefrau Agnes benannt. Übrigens auch spektakulär, wie die ausgemusterte Maschine 1989 auf diesen Acker kam. Das ist sie nun. 53 Meter lang, 43 breit, 12 Meter hoch. Immer noch 70 Tonnen schwer, obwohl sie durch Ausbau aller entbehrlichen Teile 5 Tonnen leichter geworden ist. Auch das verringert den Bremsweg. Wie aber reagiert der Rasen in Stölln auf dieses Fahrwerk? Kann sein, die Räder reißen ihn vom Boden los und schieben ihn vor sich her. Dann wird das Flugzeug zum Schlitten mit ungewissem Halt. Möglich auch, die Schubumkehr beim Bremsen zerstört die Triebwerke. Egal. Die 4 sind der Meinung, heute packen wir's. Das schöne Wetter am Morgen meint's gut mit den Schaulistigen. Auf dies und jenes vorbereitet steht jeder an seinem Platz. So sehen wir die Maschine zum ersten Mal überstellen. Jetzt geht's gleich in die Vollen. Montag, 23. Oktober, 13:04 Uhr. So, Tim, du als Pilot, jetzt dir zugetraut hier, so einen Vogel hier zu landen? Das ist echt eine Meisterleistung gewesen. Also muss ich sagen, 800 Meter Piste ist nicht viel, mit so einem Ding, ja. Schwierig. Schon eine Herausforderung. Schwierig, ne? Das ist eine echte Herausforderung. Ist sowas dann für die erste Klasse auch? Ja. Ja? Genau wie heute auch. Du kriegst immer so einen
fast immer so ein Päckchen und da ist dann das Overnight-Kit so ein bisschen drin. Siehst du, du kannst an meiner Frage erkennen, dass ich noch nie erste Klasse geflogen Kann ich mal einen mitbringen. Ich habe da ein bisschen Zugriff drauf. So, jetzt komme ich in deine Abteilung, würde ich sagen. Ja, jetzt wird es richtig spannend hier. Wow. Boah, ich darf nicht mal hier. Na, viel Platz ist ja auch nicht, ne? Die Cockpits sind tatsächlich meistens kleiner, als man denkt, weil du musst ja überall rankommen. Ja. Also ich habe hier schon den Überblick verloren. Wie geht das, dass man hier den Überblick behält? Das ist ein reiner Uhrenladen, wie wir so schön sagen. Ja. Das ist ja heute alles in den Displays zusammengefasst. Hier bei den Triebwerken hast du zum Beispiel für jedes Triebwerk einzeln 3-mal die Überwachung. Aha. 4 Triebwerke, ne? Also hast du gleich 12 Uhren. Und heute hast du ein Display, wo das eben auch zusammengefasst dargestellt ist. Und teilweise nur kommt, wenn es außerhalb des Bereichs ist. Ah ja, okay. Ja. Notabschalter, Feuerlöschsystem, alles auf Deutsch. Ja. Und dann hast du hier unten, man muss zusehen, wie du klarkommst. Ja. Also Russisch mindestens mal zweite Fremdsprache. Ja. Und könntest du denn mit deinen Fähigkeiten jetzt als Pilot von heute die Maschine hier überhaupt noch so fliegen, oder? Nee, das wäre anmaßend. Also wenn, sagen wir mal, sie ist in der Luft und es ist ein Notfall, dann würde ich mir trauen, wahrscheinlich das Ding zu landen. Aber nee, also an- und starten kriege ich das mit Sicherheit nicht. Die Kraniche fliegen in die Winterquartiere. Wir fahren über den Breitlingsee zu unserer letzten Anlegestelle. Ich habe von Steffen so viel gelernt, dass ich mich jetzt selbst ans Steuer traue. In 6 Tagen haben wir rund 100 Flusskilometer gemacht. Dazu die ausgedehnten Radtouren durch die wunderschöne Herbstlandschaft an der Havel. Es hat sich gelohnt. Ich hoffe auch für Sie beim Zuschauen. Das ist mal ein Finale, wie es im Bilderbuch steht, ne? Ja, sehr, sehr schön. War eine Sehr, wirklich sehr tolle schön. Zeit, muss ich sagen. Du hast eine richtig schöne Heimat. Und die mal hier mit dem Hausboot zu erkunden, wirklich genial. Ein Erlebnis richtiges pur. Abenteuer. Erlebnis pur. Also vielen Dank für die Immer schöne wieder gerne. Zeit. Und jetzt haben wir auch endlich die richtige Mischung gefunden. Ne? Du das Bier, ich den Wein. So soll es sein. Prost. Prost.